Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 7. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Kurz und knappes Intro und direkt auch die Frage an Jens: Was lief denn bei dir die Woche so außer der Schweiß? Ja, moin zusammen. Ja, es ist langsam wirklich angenehm warm. Also gestern war die erste wirklich anstrengende Nacht, weil die letzten Nächte war es noch relativ kühl, fand ich zumindest. Und gestern Nacht war kein Lüftchen, also wir hatten bestimmt noch, gefühlt über 30 Grad nachts. Ich gehe ja nur nachts mit meinen Hunden raus, jetzt wo es so heiß ist. Der Hammer. Und das Lustige ist, ich bin dann irgendwann um 4, 5 heimgekommen, habe mich auf die Couch gelegt, gepennt, relativ früh aufgewacht, so um 8, 9, ich weiß nicht warum. Und habe gesagt, mach's ein bisschen sauber, habe meinen Wagen vollgepackt, Müll weggebracht und dann auf dem Parkplatz bei mir um die Ecke lag einer im Schatten unterm Baum. Ich denke mir so, ja okay, besoffener Tourist auf dem Parkplatz, der liegt im Schatten, los weiter. Der kriegt ja schon mit, das Geklapper. Auf dem Rückweg liegt er immer noch da. Ja, dann nochmal einen Wagen vollgepackt mit den leeren Wasserflaschen, losgefahren, Wasser geholt, weil fließend Wasser habe ich leider nicht, muss ich mir immer holen. Fahr wieder mit meinem Klapperwagen an dem vorbei und er macht so, okay, wenn du wiederkommst, ist er bestimmt weg. Komm dann irgendwann eine halbe Stunde später wieder, Wasser voll, Klapper über den Weg lang und er liegt immer noch da. Ich so, ja okay, langsam kommt die Sonne, wir haben schon morgens um 8:30, gibt's ihm noch eine Chance. Das Wasser weggebracht, also nach Hause gebracht, war alles abgestellt, nochmal ein bisschen Müll eingesammelt, der rumlag, so ein bisschen Sperrmüll, den ich wegbringen musste. Wieder klappernd an ihm vorbeigefahren, er hat wieder vor sich rumgemurrt, das fand ich lustig. Ja, Müll weggebracht, dann um die Ecke in den Supermarkt gegangen, ja, mir meine Palette Bier geholt, Eiswürfel, ganz, ganz wichtig um die Jahreszeit. Und dann 2 eiskalte San Miguel. Und zurückgefahren, liegt er immer noch da. Bin ich zu ihm hin, hey Digga, er macht die Augen auf, was willst du denn? Ich halte das Bier für die Nase, Frühstück, guten Morgen, was machst du denn hier? Er war dann sehr überrascht, hat die Augen schnell aufgerissen, sich bedankt. Fand es Freibier cool. Am Morgen? Ja, Bin ich hier im Megapark oder im Bierkönig? Ich so, willst du hier hocken in der Sonne? Die kommt nämlich langsam. Oder wollen wir zu mir gehen? Oh ja, das kann echt dann böse ausgehen. Also die Beine waren schon in der Sonne. Und ich habe mir halt vorgeschlagen, hey, komm, geh mal zu mir, ich wohne hier um die Ecke. Dann können wir in Ruhe das Bier trinken und ein bisschen uns unterhalten. Also, ja, gute Idee. Dann sind wir hierher und der hat mir halt erzählt, der hatte nichts dabei, also er wurde noch nicht beklaut. Nur er weiß nicht, wie er dort hingekommen ist. Einfach besoffen Einfach nur zu viel gesoffen, okay. hat nichts dabei, besoffen sich irgendwo hingelegt, weil er das Hotel nicht gefunden hat. Dann haben wir gemütliches Bier getrunken, ein bisschen geschnackt. Ja, und dann ist er los und so, ja, gehst jetzt in dein Hotel, deine Kumpels, nee, wir haben schon 11 Uhr oder 10:30 war es. Die sind bestimmt irgendwo zwischen Ballermann 6 und Ballermann 5. Da treffe ich die dann wieder. Also das war dann der direkte Weg, nicht ins Hotel, sondern direkt weiter in die Sonne. Direkt am Ballermann weiter feiern mit seinen Kumpels. Ja, er scheint ein Profi zu sein, wenn er auch nichts dabei hatte, was man ihm klauen kann. Er wusste, was er tut. Ja, er hat gesagt, er ist nicht zum ersten Mal hier, der weiß das. Und das hat alles gepasst. Ich fand es halt nur lustig. Dass er halt da lag und morgens eine nette Unterhaltung. Ja. Besser als das blöde Fernsehen gucken. Ja, vor allem, ich denke halt wirklich, es ist auch mal was anderes, als wenn es der schockierte Tourist ist und wie gesagt ausgeraubt und hin und her, sondern ja, er hat niemandem was zu Leide getan, ne? Und ihm wurde wohl auch nichts zu Leide getan, Gott sei Dank.
Ja, dann ging das Ganze ja nochmal gut aus, würde ich sagen. Ne? Wobei, er hätte sich vielleicht auch, was heißt wobei, aber er hätte vielleicht auch dann das Zimmer zum Übernachten bevorzugt. Und beim Stichwort Zimmer würde ich dann jetzt auch tatsächlich mal versuchen, eine professionelle Überleitung zu machen auf das jetzt schon mehrfach versprochene Thema und auch die Recherche bezüglich den Zimmerpreisen. Also wir beziehen uns dabei wirklich auch nur auf Zimmer, nicht auf Wohnungen. Das haben wir jetzt erstmal ausgelassen. Wird aber natürlich, um es kurz zu fassen, nicht günstiger, sondern auch natürlich eher teurer, ist klar. Ja, und da würde ich auch tatsächlich einfach mal mit dem, was ich so recherchiert habe, für Palma beginnen. Und zwar, was mich tatsächlich auch in dem Sinne verwundert, dass man überhaupt irgendwas für diesen Preis findet, geht es da bei den Online-Plattformen mit plus minus 300 Euro los. Dazu kommen dann, in einem Fall ist mir das noch im Kopf geblieben, dann zum Beispiel 20 Euro für eine Putzfrau, so wurde es auch da genannt, die tatsächlich sich um die Reinigung der Zimmer kümmert. Waren in dem Fall auch 4 Stück mit einem Bad auf 4 Personen in dem Fall, kann man recht sicher sagen, da zum Beispiel auch da Paare nicht erlaubt und erwünscht waren, Haustiere nicht erlaubt und erwünscht, Rauchen war auch verboten. Also man muss da auch ein bisschen flexibel sein. 5. Stock ohne Aufzug, oder? Auch da so gewöhnt man sich ungefähr. das Rauchen ab. Das stimmt natürlich so gesehen auch. Ansonsten ist es halt wirklich so, dass man, wenn man überhaupt der Auserwählte ist, weil ich habe es dir auch gesagt, auf so ein Zimmer waren, glaube ich kann es dir nicht mehr sagen, aber mehrere tausend, Ja, 4000 irgendwas? 2000 irgendwas gesagt bei der Einwohnung. Kontaktanfragen 4000, per E-Mail, was man da sehen Hammerkrass. kann, auf ein Zimmer. Ne? Also wie gesagt, da ging es ja nicht mal um eine ganze Wohnung. Und die teilt man sich dann mit 3 weiteren Personen, das für diesen Preis. Und ich glaube, da war auch Strom und Wasser und WLAN, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, um ehrlich zu sein, aber nicht dabei. Selbst wenn, muss man erstmal die Möglichkeit bekommen, dort einziehen zu dürfen. Wie eben schon gesagt, auch da sind dann wieder gewisse Bedingungen dran geknüpft, nämlich einen Arbeitsvertrag, Kaution und so weiter und so Die haben fort. sogar, du hast gesagt, die haben sogar ein Alter angegeben. Du Ah, musst stimmt. zwischen so und so und so Ja, viele in Jahre alt sein. dem Fall war es auch wirklich sehr extrem. Es war, glaube ich, zwischen 24 und 34. Ja, also man darf halt wirklich auch irgendwo nicht vergessen, dass es hier darum geht, ein Zimmer anzumieten und nicht ein Schloss oder sonst irgendwas. Also das sind schon Leute, die sagen, hey, ich kann mir eine eigene Wohnung nicht leisten, ich setze meine Ansprüche allgemein zurück, und wenn du dann die Bedingungen da so ein bisschen liest, kommt man sich schon. Und die Mindestmietdauer möchte ich auch noch erwähnen, denn das ist in den meisten Fällen mehrere Monate, also eigentlich in allen Fällen, die ich gesehen habe. Und das kann oftmals auch mindestens 6 Monate sein. Und was auch noch dazu kommt, es steht ganz oft dann dabei, ja, ist ab September, Oktober, November verfügbar. Bedeutet also, wenn man jetzt akut was sucht, ist es auch schwierig. Ja. War jetzt auch ein längerer Monolog. Eine Sache möchte ich trotzdem noch ergänzen. Für Stadt und Zentrum Palma waren es 100, knapp über 40 Zimmer, die überhaupt zur Miete angeboten wurden. Und an der Playa de Palma habe ich spaßeshalber, auch wenn das Jens Bereich war, auch mal geguckt. Ich glaube, da habe ich auf demselben Portal 7 angebotene Wohnungen gefunden. Ja, war wieder ein längerer Monolog. Ich könnte da noch einige Infos auch tatsächlich dazu packen. Sehe aber auch, dass Jens schon zuckt und gerne was dazu sagen würde. Ja, ich habe mich auch ein bisschen umgehört. Habe hier mit mehreren PRs und Leuten, die halt arbeiten, gesprochen. Saisonbedingt, beziehungsweise die hier ganzjährig leben. Und wollte einfach mal, ich mache mal so einen großen Übergriff über 3 Beispiele, die es hier halt so im Prinzip gibt. Die eine Person, die wohnt alleine, die hat so ungefähr 15 Quadratmeter. Also da passt ein Bett rein, ein Schrank, wo der Fernseher draufsteht, der eh nicht funktioniert. Und ja, lebt aus dem Koffer. Also eigene Wohnung oder eigenes Zimmer jetzt? Er hat ein Zimmer. Okay. Genau. Also er hat ein Zimmer im Haus, wo mehrere PRs wohnen. Und der zahlt 300 Euro. Aber er ist stolz drauf, also ein bisschen teurer für den kleinen Platz, den er hat. Aber er hat seine eigene Toilette und sein eigenes Badezimmer.
So ungefähr 4 Quadratmeter. Also eine Dusche und wenn er auf der Toilette sitzt, guckt er ins Waschbecken rein. Aber das ist besser so, sagt er sich, als die Gemeinschaftstoilette zu benutzen. Ja, ist schon Luxus hier, Und ja, absolut. Küche dann natürlich mit allen zusammen und so. Und das ist das eine Beispiel. Das zweite, Bekannte von mir, die tun Ganz sich, kurz, weißt du, mit wie vielen er da zusammen wohnt? insgesamt wohnen 7 Leute in dem Haus. Oh, wow, okay. Ja, okay. Ja, das zweite Beispiel, die wohnen halt zu zweit. Das sind 2 Kumpels, die sind ja wirklich als PRs da, die jetzt nur saisonbedingt da sind, um ein bisschen Werbung zu machen und Spaß zu haben. Die teilen sich ein Zimmer. Ja, das hat auch nicht viel mehr Platz. Die haben vielleicht 20 Quadratmeter. Im Flur eine Gemeinschaftstoilette. Ich glaube, die wohnen, glaube ich, mit 20 Leuten insgesamt in dem Haus. What? Und ja, Gemeinschaftstoilette. Die haben 2 Toiletten, eine obere Stockwerk, eines untere Stockwerk. Und zahlen halt 600 € für ihr Zimmer. Ein Bett links, ein Bett rechts, eine kleine Kommode und leben auch aus dem Koffer. Weil es lohnt sich ja nicht großartig auszupacken. Aber mit Man 20 braucht anderen die nicht Leuten? viel. Ja. Echt? Also insgesamt in dem Haus wohnen 20 Leute. Weißt du, auf wie viel Zimmer? Die haben, glaube ich, 10 Zimmer oder so. Also da Zwei, ist, 2 große Wohnzimmer, draußen auch noch ein Pool und alles. Also schon ein größeres Haus mit Finca. Ist cool, aber du hast ja auch keine Zeit, weißt du? ja, Die müssen ja immer arbeiten. Im Prinzip Ja. ist für sie der Schlafplatz. Die kommen abends nach Hause, hoffen, dass es einigermaßen ruhig ist und nicht irgendjemand anderes Party feiert. Ansonsten feiern sie selber Party. Schlafen ein paar Stunden, am nächsten Tag musst du wieder los. Das ist im Prinzip nur ein Schlafplatz und der ist relativ günstig. Ist cool, wenn die mal einmal die Woche im Pool mal reinhüpfen können oder abends, wenn sie heimkommen, einmal kurz schwimmen gehen und dann ins Bett und am nächsten Tag wieder Vollgas geben. Also, und du hast halt auch immer den Stress, weil es wohnen halt viele Leute dort. Und wenn der eine arbeitet, hat der andere frei und dann Gemeinschaftsküche, ja, der Kühlschrank ist ja, wenn du was reinstellst, 10 Minuten später ist es weg. So in der Richtung. Aber die sagen, das ist für sie einfach nur ein Schlafplatz, weil leben tun sie an der Playa und arbeiten, weil die sind da, um Kohle zu verdienen. Und das ist für sie eine relativ günstige Wohnung, pro Person 300 €, zusammen 600 und da haben sie ihr Zimmerchen, haben ihre Ruhe, können ihren Job nachgehen und ja, es kommt letztendlich dann auch ein bisschen auf das drauf raus, bei den Angeboten, wo man so knapp über 300 liegt und dann steht, also dabei steht, dass Pärchen nicht erlaubt sind, ist es das hier ist ja auch quasi. kein Pärchen. Ach so, sind nur okay, 2 das habe ich. Kumpels, der als PR. Entschuldigung, aus irgendeinem Grund habe ich das sind 2 reininterpretiert. Jungs. Die Oh ja, die gehen auch im da Winter gehen die nach Österreich zum Arbeiten. Okay, aber ganz Die ehrlich, sind nur zum Arbeiten. dann für verdient der Saison da. Vermieter ganz schön gutes Geld. Also, ob du dann ein Zimmer mit Einzelnutzung für 350 vermietest oder 5 Quadratmeter Mehrzimmer für quasi pro Bett 300 kassierst. Also ich Wenn die weiß, happy sind, ist alles gut, aber ich finde es schon stramm. also jetzt von den Stockbetten, die irgendwo stehen sollen und da eingepfercht 6, 7, 8 Leute sein sollen, habe ich jetzt nichts direkt gehört. Also ich habe es gehört in den Medien, dass es sowas geben sollte. Aber mit den Leuten nicht gesprochen haben, die sind alleine oder zu zweit im Zimmer. Und ja, ist teuer die Miete, aber was soll man sonst machen? Ja, ich mein, Billiger wäre das ein Hotelzimmer oder Deswegen, ein Hostel. genau, was ist die andere Option korrekt? Und deswegen thematisieren wir es ja auch, aber ich denke mir dann halt auch, also die müssen ja schon ein bisschen was verdienen, weil die müssen ja auch von irgendwas leben. Und wenn du dann wirklich schon mal das alles so hast, kostentechnisch, ich meine, das ja, summiert sich. Ja, also auch da danke dann mal fürs Nachfragen, weil bei dir war das ja wie gesagt auch ein bisschen, ich sag nicht mal komplizierter, aber wenn ich das, wie schon erwähnt, im Internet auf einer Plattform recherchiere oder allgemein im Internet, ist das für mich natürlich ein bisschen flexibler und unabhängiger. Und dementsprechend kann ich da auch nur sagen, die Mietdauer, wie gesagt, zusammengefasst, ist auch nochmal das Problem, weil man hier ja auch ganz oft einfach einen Arbeitsvertrag und alles nachweisen muss. Ansonsten hat man überhaupt gar keine Chance, ja, was zu bekommen. Und wie gesagt, dementsprechend wird da mit Leuten, die das nicht können, auch ein bisschen dann über den Preis gespielt. Ja, die Situation hier ist echt schwierig, gerade durch diesen Mietwucher, der entsteht dadurch, dass, ja, ob ich da einen Mieter drin habe, ein halbes Jahr und kriege im Monat meine 600 €
oder 800 Euro. Oder ich habe da einen Touristen drin, der mir in der Woche 1000 Euro zahlt. Den nehme ich lieber. Ja, was natürlich, wie gesagt, und glaube ich auch schon mal angeschnitten, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass der Wohnungsmarkt sich erholt. Ne? Ja, das ist echt schlimm. Gerade, also wirklich, ich muss sagen, dass hier Wohnungen an die Touristen, ja, verramscht klingt doof, aber ich meine, wenn ein Tourist 2 Wochen Urlaub macht für 1200 Euro im Hotel oder kann sich eine Wohnung mieten für 600 Euro, nimmt er sich logischerweise in die Wohnung für 600 Euro für die 2 Wochen. Ist halt ein schwieriger Markt, der Mietwucher ist wirklich unglaublich. Ja, und um das nicht noch weiter hinauszuzögern und beziehungsweise zu verlängern, würden wir es jetzt zumindest mal dabei auch belassen. Darüber kann man stundenlang reden. Ja, weil der Markt sich auch ändert. Ehrlich gesagt war ich doch ein bisschen erstaunt, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, dass man überhaupt um die 300 noch ein bisschen Auswahl in Palma aktuell hat. Wie gesagt, man muss die Wohnung erst bekommen und sich auf die Bedingungen und alles einlassen und diese erfüllen können. Aber ja, ich hoffe, wir konnten jetzt nach den langen Versprechungen und dem Hinauszögern euch ein paar Infos liefern. Eine Nachfrage noch, gibt es denn bei dir eigentlich ein Update bezüglich der Arbeit? Ja, das hat jetzt nicht so geklappt wie geplant. Also der Laden, wo ich arbeite, gehört mehreren Teilhabern. Und einer von den Teilhabern möchte nicht, dass ich in der Küche arbeite, weil ich ein Obdachloser bin. Ja, und dann habe ich jetzt noch eine Zeit lang aufgebaut, aber jetzt, es wird einfach zu heiß. Da kann ich mittags um 11. Ich sage so, ich habe keinen Bock, mittags um 11, halb 12 dazustehen und da die Tische hinzustellen und alles drum und dran für, ja, keine Perspektive mäßig. Und auch für die Hunde ist das scheiße, wenn ich dann loslaufe und der Boden ist ja jetzt schon tagsüber so heiß, dass ich einfach gesagt habe, tut mir leid, ist keine Perspektive für mich, ich mache das nicht mehr weiter. Sucht euch einen anderen Idioten, der das macht. Um ehrlich zu sein, war es ja auch anders besprochen, oder? Ja, es Von war anders Anfang besprochen. Es an, war ja. eigentlich anders geplant gewesen. Und er hat sich auch 100-mal entschuldigt. Ich bin auch noch gut Kumpel mit ihm und alles. Er versteht meine Situation. Aber ich meine, wenn ich da keine Perspektive habe, warum soll ich mir den Arsch aufreißen für nichts und wieder nichts? Dass ich da abends mal 1, 2 Bier trinken kann und was zu essen bekomme. Ich wollte gerade nachhaken, du hattest mir auch so vorher ja schon erzählt, dass du das eigentlich nicht für ein Gehalt machst, weil wie gesagt, letztendlich wäre es ja dann auch schon wieder Schwarzarbeit, ne? Und so weiter. Also du hast es, ja, wie unentgeltlich gemacht. Genau, ja. hast man, ne, dort genau, konntest für du mich, essen ich wollte mich ein bisschen und bewähren und genau, zeigen. ja. Und für mich habe ich mir gesagt, es ist morgens mein Fitnessstudio. Die Stühle und die Tische durch die Gegend schleppen. Das war morgens mal mein Workout, so gesehen. Aber jetzt bei der Hitze geht es einfach nicht mehr. Und da sage ich, ich gehe erst, ist ja auch so, ich gehe erst abends um 10, 11 mit den Hunden los, wenn es einigermaßen kühler ist und du nicht gleich die Pfoten verbrennst, sobald du rausläufst. Und komme dann halt meistens erst abends um 4, 5 nach Hause. Habe noch irgendwelche Leute kennengelernt, also jetzt heute zum Beispiel. Kam noch einer um 4 Uhr, weil denn sein Flug erst um 6 Uhr geht und er wollte noch die Zeit überbrücken. Und dann saß ich halt bis um halb 6, halb 7 saß ich mit ihm hier. Dann sind wir zum Hotel gegangen, haben auf den Bus gewartet und auf die anderen Leute. Und dann ist er los und wir haben jetzt irgendwas 15 Uhr, ich habe noch nicht geschlafen. Ja, kommt vor. Und dann geht es mit so einer Arbeit auch nicht mehr. Das habe ich ihm aber auch vom Anfang an gesagt, wenn es zu heiß wird, dass ich es mit dem Aufbau nicht machen kann. Also das war schon von Anfang an auch so abgesprochen, dass ich mit dem Aufbau nur am Anfang mache, um ihm zu helfen. Und wenn es in die Küche klappt, dann wäre es toll, wenn nicht, dann nicht. Es hat nicht in der Küche geklappt. Und damit hat sich die ganze Sache gegessen. Ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, vor allem, wie eben schon angesprochen, wenn das anders besprochen war und das auch jetzt ja von dir offen kommuniziert wurde, dass das dann so halt jetzt auch wirklich keine Zukunft hat, weil es sich ja auch morgens und abends im Ablauf, nicht wegen der Stunde oder was, also nicht falsch verstehen, aber doch schon einschränkt. Ja. Ja, schade letztendlich, dass auch da das Schubladendenken zumindest bei einem der Entscheidungsträger dazu geführt hat, dass es da nicht weitergeht. Aber vielleicht kannst du ihm ja einfach mal einen Podcast empfehlen und dann können wir vielleicht auch bei ihm das Schubladendenken ein bisschen aufbrechen. Also Leute, Jens ist auf dem Arbeitsmarkt noch zu haben. Speichert es euch ab.
Heute habe ich auch das Vergnügen, mit unserem dritten Protagonisten zusammenzusitzen. Bevor ich euch diesen jetzt vorstelle bzw. selber zu viele Worte mache, gebe ich euch einfach kurz mal die Info, dass auch in dem Fall Andi in der schon oft erwähnten und benannten Stern-TV-Reportage vorgestellt wurde und sich vorgestellt hat. Er war nämlich derjenige, der zu diesem Zeitpunkt auch bei Jens zu Gast war und wie gesagt auch da abends mit Joey Kelly und Jens zusammen gegessen hat. Also falls ihr euch das Ganze mal anschaut, dann habt ihr auch ein Bild zu dem Andi im Kopf. Und an dieser Stelle war es das, bevor ich jetzt zu viel erzähle. Ich sage herzlich willkommen im Podcast und übergebe einfach mal dem Andi das Wort. Stell dich doch gern mal kurz vor. Ja, moin erstmal. Sagt mal bei uns im Norden. Wir sind ja kurz angebunden, ne? Moin reicht. Ja, ich bin Andi, wie gesagt. Bin Nachbar vom Jens mittlerweile, der mich damals aufgenommen hat. Weil ich auf Mallorca, also ich bin seit 2007 auf Mallorca und ja, Corona, Lockdown, Freundin verlassen und so weiter, hat mich halt so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ne? Und dann bin ich nach Deutschland und bin aber in Deutschland auch nicht klargekommen. Bin nach 15 Monaten wieder nach Mallorca, weil mein Herz schlägt für Mallorca einfach. Bin wieder hierher gekommen und habe es mir dann im Endeffekt so ein bisschen selber vermasselt. Die ersten Tage, Wiederkommensfreude und so weiter. Mir eingesüppelt, leg mich auf die Parkbank, hatte einen blinden Hund, war 14 Jahre alt, ein kleiner Pinscher, der konnte nicht mehr auf mich aufpassen, haben sie mich beklaut. Meinen Reisepass geklaut, meine EC-Karte, weiß ich gar nicht mehr. Und das war natürlich scheiße. Direkt am 3. Tag oder 4. Tag oder so, weißt du? So. Aber ich hatte, wie gesagt, nee, EC-Karte hatte ich noch. Und dann gönne ich mir Münchner Kindl, das sind hier so Restaurantketten, da gibt es 5, 6 Stück von hier. Gönne ich mir so ein Wiener Schnitzel und dann läuft der Jens vorbei. Und Jens kenne ich auch schon, also man kennt sich vom Sehen. Ich habe ihn noch nie als Freund kennengelernt oder so, aber man kennt sich vom Sehen, immer Hallo. Und ich habe ihn auch in Palma gesehen, wenn er seine Sitzung gemacht hat und bla bla bla. Und er hatte ein riesen Hüftproblem, der Jens, hat er bestimmt auch schon erzählt. Und auf einmal läuft er an mir vorbei mit seinem Hundewegelchen und läuft gerade. Ich habe mir das gar nicht erkannt. Ich sage, Jens! Und der dreht sich rum, guckt kurz und sagt, Andi? Ich sage, ja! Und dann kurz geredet und dann sieht er schon, wie siehst denn du aus? Ich saß da mit so einer Jogginghose, keine Socken an, nix, weil ich habe 2 Tage im Park gepennt. Und dann sage ich, hast du eine Unterkunft für mich? Und der hat keine 3 Sekunden überlegt, hat gesagt, ja, ich muss nur noch kurz Tabak holen unten am 5er und dann komme ich wieder zurück und dann, ich habe eine Unterkunft für dich. Und so bin ich oben bei Jens gelandet, im Gästehaus. So wie man Jens auch hier im Podcast schon kennengelernt hat, hat er da gerne mal eine offene Tür. Auf jeden Fall, und immer. Ihr kanntet ja euch auch dann schon vorher, ne? Hab ich ja, wie gesagt, verstanden. halt auf Hallo-Basis, genau. Aber man kannte sich, sage ich mal so. Vom Sehen, ne? Genau. Dann danke ich dir erstmal für deine grobe und knappe Vorstellung. Und auch wir hören uns ja, wenn ich das richtig verstanden habe, von deiner Seite aus auch gerne nochmal hier im Podcast. Und dann sehr gerne. Ja, und dann freuen wir uns auch, das Ganze ein bisschen ausführlicher zu hören und vielleicht auch wirklich, wie es losging. Weil grob angeschnitten hast du es ja tatsächlich schon. Ja, ist eine lange Geschichte, ne? Also da müssen die Leute ein bisschen länger am Podcast hängen, bis ich alles erzählt habe. Das können wir von A bis Z machen und wir können jedes Mal eine kleine Story erzählen und also zu erzählen gibt es genug. Wir haben Zeit und wenn die Insel nicht untergeht, dann kriegen wir das doch hin. Ja, also wir sind soweit fertig erstmal für heute. Wie gesagt, gibt noch viele Storys zu erzählen und wenn ihr Bock habt und uns mögt und weiter wissen wollt, wie es weitergeht hier auf der Insel oder wie das angefangen hat, dann könnt ihr uns gerne keine Ahnung, streamen, liken, machen, tun. Ich bin leider nicht so bewandert in dem ganzen Computerzeugs da. Aber wäre cool, wenn ihr uns followen würdet. Wenn ihr uns followen würdet, wäre super geil. Und dann würde ich mich auf euch freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, danke dir nochmal. Bis dann. Schönen Abend. Ciao. Oder Tag. Um an deinen Rückblick anzuknüpfen, würde ich dich dann einfach tatsächlich auch nur fragen,
Was war denn mit dem sagenumwobenen Wochenende am Paseo Maritimo? Wie ging's denn da los? Ja, es war Freitagabends und dann hat es gehießen, pass mal auf, heute Abend gehen wir feiern zum Paseo Maritimo. Da machen wir uns erstmal hübsch. Ja, hübsch machen wir, irrelevant. War eigentlich eher aus Spaß gemeint, weil, ja, wir sind auf jeden Fall losgetigert. Wir haben ja ganz oben gewohnt, oben beim Friedhof, wo das alte Stadion stand. Und dann musst du erstmal ja 5 Kilometer durch die Stadt laufen, bis du unten beim Yachthafen bist. Und ich ja auch gespannt, was passiert denn. Und laufen vorbei, irgendeine Straße, ist ein Parkplatz frei. Stellt sich einer von denen einfach auf den Parkplatz. Die anderen bleiben stehen, so, warte mal kurz. Trinken unser Bierchen, holen eine Zigarette. Kommt ein Auto vorbei. Er winkt. Das Auto fährt rein. Er tut ein bisschen links, rechts winken. Das Auto parkt. Drückt ihm Geld in die Hand und läuft weg. Und wir, jetzt können wir weitergehen. Dann sind wir weitergelaufen. So, das nennt man Einparken. Damit verdient man auch nebenher Geld. Krass, okay. Das erklären wir dir noch genauer. Heute Abend wird gefeiert. Und dann sind wir da runtergegangen und es ist echt Flaniermeile. Also, ja, jetzt nicht zu vergleichen jetzt unbedingt mit Hamburg auf dem Kiez, aber war auch gut Stimmung, viele Leute, richtig geil Party und viel los. Und das Coolste ist ja international, aber hauptsächlich Spanier. Und wir sind dann direkt am Yachthafen vorbeigelaufen, wo die ganzen großen Clubs sind. Also angefangen hat es im Prinzip unten, wo was war das? Das Hardrock-Café ist. Da haben wir nochmal 2 Autos eingepackt, nebenbei bemerkt. Man muss ja nebenher Geld verdienen, wurde mir erklärt. Und dann sind wir rüber und sind nur vorbeigelaufen an den Yachten. Und ich habe es ja schon gesehen, als ich zum Konsulat gegangen bin, die Schiffe, und dann abends mehr Zeit gehabt. Und überall waren junge Leute am Feiern. Und halt meine Kumpels, die konnten schon relativ gut Spanisch, die gehen einfach zu den Gruppen hin, sprechen 2, 3 Sätze mit denen, kriegen ein Glas in die Hand, stoßen mit denen an, haben was zu saufen und laufen weiter. Und ich so, hä? Und dann haben sie halt erklärt, ja, du musst das und das sagen und fragen und die sind alle nett, wollen feiern. Der Abend wird noch lustig. Ja, und ich dann auch ausprobiert, auch mal ein Getränk gehabt. Dann bist du einfach nur mit einem Glas rumgelaufen zu irgendwelchen Gruppen, hey, gib mir auch mal was. Dann haben sie reingekippt, hast mit denen kurz sich unterhalten und bist dann weitergelaufen. Also richtig schön gefeiert, international. Also ein bisschen wie Ballermann, nur eigentlich wenig Deutsche, ne? Ja, eigentlich. Also gut wie Ballermann keine Deutsche, nicht es falsch waren verstehen. Hauptsächlich Spanier. Ja, Ballermann ist Ich wollte hier gerade sagen, nochmal ein bisschen anders, der aber Playa de sie sitzen Palma. auch am Wasser Ja. und trinken abends noch gemütlich ein Ja, und gehen klar. dann auch in die Clubs, Ja, ne? Und danach das sind auch. kannst du gar nicht vergleichen mit dem Ballermann. Am Ballermann sind ja meistens so Fußballclubs und alles drum und dran und die gehen Bierkönig. Und wenn du dort bist, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals, es war halt schon teuer. Da zahlst du halt eine 50, 60, 70 Euro Eintritt, pro Getränk 20 Euro. Deswegen saßen die alle davor und haben getrunken. Und es waren hauptsächlich Spanier. Und du hast auch schon an der Kleidung gesehen. Da kommst du nicht rein mit einem Bierkönig-T-Shirt und einer Badehose und Flipflops. Nee, da musstest du schon eine ordentliche Hose, gescheite Schuhe, am besten von einer guten Marke, ein Hemd tragen, sonst kommst du da nirgendwo rein. Also das ist gehobener gewesen damals. Ja, Doch. also mit dem Ballermann war dann vielleicht ein bisschen ein Missverständnis. Ich meine, wenn man das auch auf die Playa bezieht, so dass die Leute auch da zusammensitzen, draußen trinken und dann das vor allem hauptsächlich machen, bevor sie eben zusammen in, ich sag mal, Clubs gehen. Ja. Megapark, Bierkönig, ne? Genau. In Deutschland nennt man sowas Vorglühen. Genau, wobei oftmals auch da, wie wieder an der Playa, sitzen die Leute auch nach den Clubs noch zusammen, wenn die um 4, 5 heimgehen. Das habe ich auch schon gesehen. Machen sie Ne? dort auch. Das ja. meinte ich, ganz genau. Also Ja. es ist schon, hat schon Ähnlichkeit, auch wenn es von der Kleidung und vom Preisniveau was anderes ist. Ja. Klar. Dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen, ein paar Autos eingeparkt, was getrunken, Spaß gehabt mit den Leuten, Musik gehört. Ja, und dann irgendwann so 2 Uhr, 3 Uhr, so, was machen wir hier eigentlich? Und sagen, jetzt kommt erst der lustige Teil. Und dann Punkt 3 Uhr, ganz oben Porto Pi, kurz nach dem Abraxas, damals Edeldisco, wo im Prinzip der Paseo Maritimo anfängt mit der Flaniermeile, mit den Yachten, sind wir hingelaufen, haben nicht gewusst, und da steht da Reinigungsdienst. 3 Putzwagen, 5 Leute mit so Pustern und 10 Polizeiautos.
Also jetzt wird es richtig lustig. Unterwegs haben die schon leere Flaschen gesammelt. So 2 Liter Cola-Flaschen oder 3 Liter Cola-Flaschen und sowas. Auch schon gewundert, warum. Und dann Punkt 3 Uhr läuft der Reinigungsdienst mit der Polizei nämlich los. Dann wird da alles geräumt. Das war damals so. 3 Uhr, Paseo Maritimo, am Yachthafen. Wieder was wie an der Bleier. Da ist Punkt 3 Uhr ist der Reinigungsdienst losgelaufen. Erst die Pusteheinos, also mit ihren Blasegeräten, haben alles zusammengepustet. Dann 2, 3 Reinigungswagen hinterhergefahren, haben eingesammelt. Dann kamen wir, 5 Mann, und haben die Flaschen noch eingesammelt, die noch rumstanden, halb voll, dreiviertel voll, ganz voll. Und hinter uns ist die Polizei gelaufen. Und dann sind wir einmal weiß nicht, wie lang ist der Hafen? 3, 4 Kilometer? Ich kann es ja nicht sagen, aber es Mit zieht denen, sich, ja. Mit denen komplett runtergelaufen und alles, was noch da war, in die leeren Flaschen gekippt. Das nennt man Calimucho. In die Rucksäcke gepackt, und wir konnten gar nicht so viel sammeln, wie du gefunden hast. Wenn wir ganz unten angekommen waren die fertig mit sauber machen. Und dann sind wir nochmal hochgelaufen. Und dann in die Gebüsche gucken, unter die Autos gucken, wo die vollen Flaschen versteckt sind. Für die Leute, die nach rauskommen. der Party, du gerade gesagt hast, die nach der Party rauskommen wollen, noch feiern. Ihr Schluris. Dann haben wir das auch noch eingesammelt. Ja, da hat man einiges dann noch gefunden nach dem Reinigungsdienst. Und die vom Reinigungsdienst, also die haben nicht alles weggeräumt, die haben uns ja gekannt oder haben die schon gekannt. Deswegen haben die, wenn die gesehen haben, da steht eine halbvolle Flasche, haben die extra stehen lassen, dass wir die einpacken Wollte können. ich gerade fragen, was haben die denn mitgenommen oder warum haben Die haben sie halt die die nicht ganzen mitgenommen? Plastikbecher und Nee, alles. okay, macht Sinn. Die waren dann, ja. sag mal, so kulant, dann gewusst, da kommen Die nehmen es gleich die sowieso mit. Obdachloser, Ja. die räumen den Rest auf. Korrekt. Ja. Das ist schon nett. Also hier in Spanien ist eine andere Mentalität, weißt du. Das ist immer Geben und Nehmen, weißt du. Solange du mich nicht nervst und du räumst nachher auf, dann passt Und es. nicht genau meine Arbeit aufhältst oder was. Nee, ihr Klar. habt euch dazwischen Und- eingegliedert, Man war gönnt, flüssig. man gönnt es denen ja auch, weißt du. Dann so gesehen, man gönnt, ja. Also Also, euch. Warum soll ich das wegschmeißen, wenn er das mitnehmen kann? Und sich drüber freut. Ja. Ja, und das haben wir dann am Freitag und am Samstag, war dasselbe. Und gut, vom Samstag haben wir ein bisschen gefeiert zu Hause, aber nicht viel gemacht. Und abends nochmal dasselbe. Dann sind früher losgegangen, haben dann mehr Autos eingeparkt, um ein bisschen Kohle zu verdienen, die Flaschen gesammelt, und Sonntag war dann Absturz. Ganz kurz mit den Autos einparken war ja dann, also ich weiß nicht, deswegen frage ich, war es derselbe Parkplatz zufällig, von dem auch Uwe geredet hat? Weil es war ja auf jeden Fall auch unten am Paseo Maritimo. Ja, bei dem sind wir auch vorbeigekommen, aber da haben die nicht eingepackt. gehabt. Okay. Stimmt, da hast du mit dem Uwe darüber auch Ja, er geredet. sagt auch, Paseo Maritimo Ja, war da unten was. genau, und er da weiter gibt's ja vorne. mehrere, ja, okay. Darauf kommen wir vielleicht auch noch später zu sprechen. Da habe ich nämlich auch mal geholfen bei seinem Parkplatz. Kommt aber in ein paar Wochen erst. Nee, also die haben einfach so, also 2 von denen, der Tscheche und der Bulgare, hatten einen festen Parkplatz, aber das war bei der Calle Jabón Trecento. Unten die Einkaufsstraße beim Eckhart Ingles. Ah. Und das beim Paseo Maritimo, da haben wir uns einfach nur hingestellt. Wenn der Parkplatz war, kurz eingepackt und schnell weg. Weil die Parkplätze gehören ja auch Leuten. Hat auch der Uwe angeschnitten, ja. Genau. Ich habe dann später, darauf kommen auch, habe ich dann mit einem abgesprochen, dass ich um die Uhrzeiten einparken kann, und er packt um die Uhrzeiten ein. Es ist aber erst ein paar Wochen später, darauf kommen wir noch zu sprechen. Das war dann auch lustig. Also das mit dem Einpacken so einfach nur so nebenher hobbymäßig. Weil es lustig ist, es ist ja 3-spurig Paseo Maritimo, und um Punkt 12 Uhr Noch. haben sie die Schranke rausgemacht, dass es noch 2-spurig ist, und dann durften die Leute parken auf der einen Spur. Und ich habe dann gewartet, bis sie die Schranke rausgemacht haben, habe mich hingestellt und habe die Autos eingepackt. Ich habe schneller die Autos eingepackt, wie die mir das Geld geben konnten. Weil so im Prinzip in 10 Minuten 12 Autos eingepackt und 50 € verdient. Und dazu ein Alkohol umsonst. Ja. Ja, und das haben wir dann ein paar Wochen lang gemacht. Also jetzt nicht nur das Auto einparken, wir haben auch bei denen gewohnt, und von Montag bis Freitag im Prinzip haben wir unsere Seifenblasen gemacht, und Freitag, Samstags sind wir Paseo Maritimo, ein bisschen Autos einparken, ein bisschen Party machen, Alkohol sammeln und Sonntagsparty. Ja, und so ging das dann ein paar Wochen lang, und wir haben es gut eingelebt.
Und ja, wenn schlechtes Wetter war ja schon Ende Oktober gewesen, ja, sind wir dann Metall sammeln gegangen. Also haben sie mir auch gezeigt, dass man von Mülltonne zu Mülltonne geht, dann guckt und ein bisschen Kabel rausnimmt. Irgendwann schmeißt einen Staubsauger weg, dann tust du das Kabel rausnehmen, den Motor rausbauen. Also Altmetall. Ja. Altmetall sammeln, wenn schlechtes Wetter ist und gutes Wetter Seifenblasen machen. Das war's machen so. übrigens mehrere Leute, weil ich weiß nicht, wie oft ich in den 5 Jahren schon verschiedenste Leute, auch wirklich mit einem Einkaufswagen, dann da rumfahren sehe. Man Wir hört es ja auch meistens Wir als haben ja auch Geräusche. Einkaufswagenmäßig, also Ja, mit 5 Mann im Prinzip sind wir losgegangen, dann hatten wir 2 Einkaufswagen voll. ja, okay. Jeweils 100 Kilo mit Altmetall, dann plus noch ein paar Kilo Kupfer, ein bisschen Aluminium, ein bisschen Messing. Das gab mal so 50, 60 Euro damals. Und haben wir fast jeden Tag weggebracht. Und das Lustige war, auf dem Rückweg, war ja im Industriegebiet, wo man das Altmetall abgibt, auf dem Rückweg laufen wir bei so einem Laden vorbei, der Jalousien macht und Vordächer. Und der hatte ja solche Alu-Jalousien und hat da die ganzen Abschnitte rausgeschmissen. Und irgendeiner kam auf die Idee, ja cool, das ist ja voll viel Altmetall, das können wir mitnehmen. Ja, dann haben wir unsere Einkaufswagen vollgepackt mit den Abschnitten von den Jalousien, wo noch Schaumstoff zwischendrin Mit war. den Lamellen meinst du? Genau, die Ah, Lamellen. Und da ist ja mittendrin, also das ist außen in Alu, außen Alu und in der Mitte ist so Schaumstoff zur Isolierung. Und das Schaumstoff muss ja weg, weil du musst ja das Aluminium sauber und ordentlich abgeben und ohne Schaumstoff. Und da haben wir echt tagelang die Teile aufgebrochen, den Schaumstoff rausgemacht und dann haben wir aus 5 Wagen, die wir insgesamt mitgenommen haben wir 2 Wagen Aluminium rausbekommen. Waren ganz stolz, unsere Hände verschnitten. Ich wollte gerade fragen, wie viele Finger gingen dabei drauf? Oh ja, also wir haben uns jeder andauernd geschnitten, Ja. weil das ja schon Kein scharf Spaß, sein ja. kann. Da haben wir es auch mittlerweile dann irgendwann richtig drauf gehabt. Da musst du klack, klack, klack machen und dann hier rausziehen. Oh, aber das war eine Arbeit, Alter. Und dann bringen wir das weg. Dann kriegen wir für die 2 Einkaufswegen 15 Euro ein paar zerquetschte. Oha, Und warum das das hat 3 denn? Tage Arbeit, 5 Mann. Weil's einfach nichts Haben wiegt. gedacht so, das war eine dumme Idee, das machen wir nie wieder. Ja, Aluminium, das ist ja super leicht. Ah, okay. Oh, Ist Mann. zwar viel von der Menge her, aus der Einkaufswagen, aber wenn es dann auf die Waage legst, dann ist es nichts. Das war eine dumme Idee. Sowas kommt aber auch mal vor. Ja, und das haben wir halt dann eine Zeit lang gemacht, mit dem Metallsammeln und alles. Und ja, dann war dann irgendwann so 2 Monate knapp rum oder 1,5 Monate rum. Und dann habe ich mit meinem Kumpel was Neues beschlossen. Hast du dazwischen dann noch Seifenblasen auch gemacht? Ja, wenn das Wetter gut war, natürlich Seifenblasen gemacht und bei schlechtem Wetter, also Metallsammeln im Prinzip nebenher. Also hauptsächlich die Arbeit war Seifenblasen machen. Aber weiß ja, Oktober, November, wenn es windig ist, kann ich keine Seifenblasen machen. Wenn es regnet, kann ich keine Seifenblasen machen. Ist wenig Tourismus da und dann überlegst du, wie ist das Wetter? Ah, zu windig, muss ich gar nicht erst runtergehen, weil da funktioniert nichts. Gehe ich Metall sammeln. Das war im Prinzip so der Nebenjob, damit du deine Kohle verdienst, weil du nicht als Künstler arbeiten kannst. Und dass du halt nicht nur den ganzen Tag zu Hause rumsitzt dann auch, ne? Ja klar, Ich meine, das könntest du auch machen. das war ja auch lustig, ein bisschen spazieren Ja. gehen durch die Stadt, so lernst du ja auch die Stadt kennen. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Genau, also ich kenne Palma komplett auswendig. Ich glaube, Kannst es mir gibt vorstellen. so gut wie keine Straße, durch die ich noch nicht gelaufen bin. Ja, auch wenn Uwe das sagt als Stadtführer. Also ich weiß, man kann sich, wenn man sich reindenkt, sehr gut vorstellen, weil klar, wenn du als Tourist hier bist, du versuchst dich an den Hauptstraßen zu orientieren und dich zieht's und hältst da. Als Und für mich Obdachloser. als Metallsammler sind die Nebenstraßen das Genau. Wichtigste. Also da auf der Hauptstraße kannst du damit gar nichts anfangen. Und ich denke, ich sage jetzt mal wieder das Wort Obdachloser, willst du vielleicht auch gar nicht permanent mit dieser Masse konfrontiert sein, will ich als normaler Resident auch schon nicht. Also im Sommer durch Ja. die Stadt, ich meine, es ist mit dem Scooter zum Beispiel verboten, aber es ist auch gar nicht möglich. Schrecklich auch mit den Hunden damals, wenn ich da durchlaufen wollte. Deswegen habe ich ja meine Hunde ohne Leine. Weil du konntest mit Leine gar nicht durch die Straßen Dann hast laufen. du alle umgemäht. Ja, weil die stolpern ja alle, die gucken ja nicht. Die Straße ist gerammelt voll und die gucken alle nur nach oben. Und weil die plötzlich einen Bauwerke Schritt nach sehen wollen. links. Ja. Und dass da ein Hund mit der Leine läuft. Deswegen habe ich gesagt, in der Innenstadt, Fußgängerzone, Hunde von der Leine. Dann kann dir nichts passieren. Außer wenn es die Polizei sieht. Nee, ich habe da eigentlich nie Stress gehabt. Also ganz ehrlich, ich habe
hier auf Mallorca. Ab und zu mal sagen sie, leihen einen Hund an. Ich wollte gerade sagen, in Palma haben sie da Aber- schon ein Auge drauf. Ja, Mittlerweile zumindest. ich wollte gerade sagen, das ist ja auch vor 13 Jahren Ja, gewesen. stimmt. Das macht halt doch immer einen riesen Und der Hund Unterschied kommt ja auch. erst später in die Geschichte rein. Okay, ja. Soweit sind wir ja noch. Wir sind ja erst November. Die Tequila habe ich ja erst am 1. Januar bekommen. Okay, ja. Gut zum Kommt Einordnen. übernächstes Mal. Kommt Und Tequila. interessant auch, dass die Leute das Nächstes einschätzen Mal kommt Geschichte können. mit meinem... Oh, das darf ich noch nicht erzählen. Und übernächstes Mal kommt dann Geschichte mit Tequila. Ja. Nee, klingt auf jeden Fall spannend und du hast ja auch schon angeschnitten, dass dann quasi danach wieder eine größere Veränderung anstand oder eine Veränderung, sagen wir es mal so. Und das ist dann auch das Stichwort, um aufzuhören dieses Mal. Ja, du hast gesagt, das wäre ein cooler Cliffover. Oh, jetzt musst du mich verpetzen. Ich sage immer Hangover, aber Hangover ist was anderes. Ja. Das ist ein Cliffover. Damit ihr Cliffhanger, gespannt seid- sorry, ich habe nicht Cliffhanger. richtig aufgepasst. Ja, Entschuldigung, Cliffhanger. Cliffhanger. Damit ihr gespannt seid auf die nächste Folge. Sorry Leute, es ist meine Schuld. Ja, und dann belassen wir es auch dabei und machen beim nächsten Mal weiter. Davon unabhängig sind wir auch am Ende unserer 7. Folge angekommen. Und auch dieses Mal hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, fasse mich kurz. Und wie immer hat Jens das letzte Wort. Ja, ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche noch. Vor allem passt auf euch auf bei der Hitze. Das ist nicht zu spaßen. Darüber reden wir auch das nächste Mal. Kannst gerne noch schnell. Ja, weil gestern ist hier ein Türsteher oder Promoter, Türsteher, wie auch immer, vom Megapark, 47 Jahre alt, einfach tot umgefallen. Hitzeschlag, Herzinfarkt. Den habe ich jahrelang gekannt, aber immer netter und ich finde es schon krass. Und dann auch noch mal kurz dazu von meiner Seite. Ja, er ist ja auch nicht das erste Jahr hier gewesen. Also ich sag mal, war da schon routiniert. Trotzdem liegt es natürlich auch nicht in seiner Hand, ne? Wenn er einen Arbeitsplatz hat, der vielleicht über Stunden in der Sonne liegt. Man will da jetzt auch wieder gar nicht groß drüber urteilen. Man wollte es nur erwähnen, weil Jens ja sagte, passt bei der Hitze auf euch auf. Und darum geht es eigentlich. Viel trinken und einfach aus der Sonne. Und mein erneuter Versuch, Jens, jetzt das letzte Wort für dich. Ja, das wollte ich auch sagen. Selbst routinierte Menschen kann es sowas treffen. Immer auf sich aufpassen, schön im Schatten, viel trinken. Und ja, mein letztes Wort, ja, wie immer. Tschüss, bis denn, passt auf euch auf und immer schön im Schatten und viel trinken. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.